Nehmen Sie Platz in einer neuen Ära des Designs und Komforts. Der neue Hyundai Tucson ist bereit für die Probefahrt. Hyundai beweist Mut und gibt ab 2021 noch mehr Gas. 5 Jahre ist es her, da erschien das Vorgängermodell des neuen Tucson. Jetzt, nach so kurzer Zeit, kommt der Hyundai mit einem komplett anderen Modell auf eigener Basis. Das aktuelle Markengesicht, bekannt aus dem Santa Fe, wurde auch im Tucson verbaut. Auffällig sind hier die rechts und links auslaufenden Tagscheinwerfer im Frontgrill. Die Taglichter sind seitlich integriert und bei ausgeschaltetem Licht ist die Front mit dunklen geometrischen Mustern bedeckt. Die LED-Tagverleuchten werden erst beim Einschalten sichtbar. Weiterhin verleiht dieses Design dem Tucson ein sehr maskulines Aussehen. Aber was ist neu in der Serienausstattung zum Vorgängermodell? Zu den 7 Airbags des Tucson gehört auch ein zentraler Airbag zwischen den vorderen Passagieren, der bei einem Seitenaufprall verhindert, dass die Insassen mit den Köpfen gegeneinander schlagen. Er überzeugt auch durch eine Multikollisionsbremse, das Notrufsystem eCall, den Spurfolgeassistenten und der intelligenten Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsassistent. Auch die Maße des Tucson haben sich geändert. So ist er auf eine Länge von 4,50 Meter gewachsen und besitzt eine Breite von 1,65 Meter. In der Höhe lassen 1,45 Meter bequemes Einsteigen zu. Optional bestellbar sind auch jetzt der Multi-Air-Modus, ein digitales Cockpit mit 10 und 25 Zoll Farbdisplay, der Autobahnassistent sowie Ausstiegswarner, adaptives Fahrwerk, 3-Zonen-Klimaautomatik und der elektrisch einstellbare Fahrersitz mit Memory-Funktion. Am Heck des Fahrzeugs finden wir jetzt ein durchgehendes beleuchtetes LED-Band und ein gelungenes Design. Der Heckscheibenwischer ist jetzt kaum noch sichtbar unter dem Dachkantenspoiler angebracht und ermöglicht so eine schönere Heckansicht des Fahrzeugs. Wenn wir in den Kofferraum schauen, dann sehen wir ein neues Feature. Das ist die geteilte Rücksitzlehne. Diese ist jetzt im Verhältnis 4:2:4 umklappbar und kann auch durch einen Hebel im Heckbereich bedient werden. 620 bis 1799 Liter Ladevolumen machen den Kofferraum des neuen Hyundai zu einem sehr variablen Fahrzeug, in dem man auch mal große Dinge transportieren kann. Das Cockpit des Neuen wirkt sehr aufgeräumt und übersichtlich. Der Tucson glänzt vor allem durch die hochverarbeiteten Materialien im Innenraum. Das digitale Cockpit ist jetzt etwas tiefer platziert und der Infotainment-Bereich wird fast komplett mit Touchscreen gesteuert. Wer den Automatikhebel vermisst, der darf jetzt per Tastendruck seine Gangwahl treffen. Beim neuen Ambiente-Licht lassen sich 64 Farben und 10 Helligkeitsstufen einstellen. Bei der Innenausstattung, da kann man wählen zwischen Schwarz, Stoff oder Leder, Schwarz und Moosgrau ebenfalls in Stoff oder Leder und dem Farbpaket Teal. Dieses beinhaltet schwarze Stoff- oder Ledersitze mit blau-grünen Nähten. Erstmals kann die Luft außer durch die normalen Lufteinlässe auch über die neuen Multi-Air-Schlitze in den Innenraum gelangen. Dieser von den Insassen wählbare Modus soll bei gleichem Luftvolumen zu einem sanfteren Luftstrom führen. Statt einer 2-Zonen-Klimaautomatik wird nun eine 3-Zonen-Klimaautomatik angeboten, die auch die Passagiere auf den Rücksitzen optimal versorgt. Zusätzlich sorgen belüftete Sitze vorn und beheizte Sitze vorn und hinten für Komfort. Im Fond-Schlafmodus wird die Audioanlage so eingestellt, dass der Ton nur über die vorderen Lautsprecher wiedergegeben wird und so kann man entspannt auch mal den Mitfahrern einen erholsamen Schlaf gönnen. Kommen wir zu den Motorvarianten. Hier gibt es folgende Möglichkeiten. Der neue Tucson soll das breiteste Spektrum an elektrifizierten Antriebsträgern unter den Kompakt-SUVs haben. Doch auch klassische Benziner und Diesel ohne Elektrifizierung wird es geben. Zum einen den 1,6T GDI mit 150 PS oder den 1,6 CRDI mit 115 PS. Mit der 48 Volt Mild-Hybrid-Technik gibt es 3 Motoren. Sie werden teils mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, teils mit dem neuen intelligenten 6-Gang-Schaltgetriebe von Hyundai angeboten.
Einmal der 1,6T GDI mit 150 PS, dann der 1,6T GDI mit 180 PS oder der 1,6 CRDI mit 136 PS. Bei allen Motorvarianten ist Front- oder Allradantrieb möglich. Der Hybridantrieb basiert auf einem 1,6 Liter TGDI und einem Elektromotor mit 44,2 kW. Das entspricht etwa 60 PS. Dazu kommt eine Lithium-Ionen-Polymerbatterie mit 1,49 kW und eine 6-Gang-Automatik. Wählen kann man auch hier zwischen Zweirad- und Allradantrieb. Mit einer Systemleistung von 230 PS und einem gesamten Drehmoment bei 350 Newtonmeter ist diese Version die Top-Motorisierung. Die Plug-in-Hybrid-Version, die basiert ebenfalls auf dem 1,6T GDI, aber dazu verrät Hyundai noch keine Details. Über die dazugehörige App kann man sein Auto lokalisieren, es ver- oder entriegeln oder Daten wie den Tankfüllstand einsehen. Wenn man sein Auto bis zu 2 Kilometer vom Zielort entfernt parkt, kann man die Last-Mile-Navigation aktivieren und sich beim anschließenden Fußmarsch über die BlueLink-App auf dem Smartphone führen lassen. Mit der neuen cloud-basierten Navigation Connect Routing werden die Routen auf einen leistungsfähigen Server berechnet, so kann man seine geplante Route bequem vom Smartphone in das Fahrzeug übertragen. Das Smartphone wird über Apple CarPlay und Android Auto eingebunden, teils auch drahtlos. Zu den weiteren Features gehören ein Premium-Soundsystem von Krell, eine Schale zum kabellosen Handy-Aufladen sowie USB-Anschlüsse vorne und hinten. Schließlich gibt es durch die Online-Einbindung auch Dienste wie Echtzeitinfos zu Parkplätzen, Tankstellen sowie den aktuellen Wetterbericht. Der neue Tucson, der wird wie der Vorgänger auch im tschechischen Nosovice gebaut. Mit Hybridantrieb sowie mit dem konventionellen Diesel und Benziner steht er ab jetzt beim Händler zur Besichtigung. Die Plug-in-Hybrid-Version und die N-Line-Ausstattung, die folgen dann im Jahr 2021. Vielen Dank an die Firma ASL Lichtblau GmbH in Potsdam, Berlin und Teltow, die mir das Fahrzeug für diesen Film zur Verfügung gestellt hat. In meiner Videobeschreibung habe ich euch den Link für weitere Anfragen bezüglich des neuen Tucson hinterlassen. Bestellbar ist dieses Fahrzeug dann ab Januar 2021 und preislich startet der neue Tucson ab ca. 26.000 €. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Anschauen. Lasst mir gern ein Abo oder ein Like bzw. einen freundlichen Kommentar da. Ich sage Tschüss, Bye Bye und Winke Winke und gern bis zum nächsten Video.